Schrecklich. Und über all das, was wir seit gestern Abend gesehen haben, möchte ich sprechen mit dem Publizisten Hans-Ulrich Jörges bei mir. Vielen herzlichen Dank wieder für Ihre Zeit. Sie waren ja gestern Abend schon hier bei uns. Seitdem ist einiges passiert, vor allem in Frankreich. Denn Präsident Macron hat wirklich schnell Konsequenzen gezogen. Neuwahlen. Ist das mutig und richtig von ihm oder zu risikoreich? Reden wir erst mal über sein Kalkül. Warum macht er das? Wenn man einfach sitzen bleibt als Wahlverlierer, wird man noch schwächer, weil die Leute einen dann noch verachten. Also er hat die Konsequenz gezogen und gibt dem Wähler die Möglichkeit, das Parlament neu zusammenzusetzen und eine neue Regierung zu wählen. Er bleibt ja Präsident vorläufig. Das könnte ihn retten, denn dann müssen sich die Franzosen bei der Präsidentschaftswahl 2027 die Frage stellen, ob sie nicht nur eine Le Pen-Regierung haben wollen, sondern auch noch Le Pen als Präsidentin. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, so kalkuliert er, dass er sich damit selbst rettet. Und diese sogenannte Cohabitation, dass es eine rechte Regierung gibt und einen linken Präsidenten oder umgekehrt, das hat es schon mehrfach gegeben. Das ist in Frankreich nichts Neues. Kompliziert, aber hat es gegeben. Aber wir sehen an Frankreich, was wir hier nicht erleben, ja, dass nämlich Parteien, die die Wahl verloren haben, das sind vor allem die Grünen und die SPD, bislang jedenfalls keine Konsequenzen ziehen. Das geht alles so weiter, als wäre nichts passiert. Und das ist, glaube ich, völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Die Grünen, die in der Größenordnung von 8% verloren haben und richtig weit zurückgefallen sind, müssen sich überlegen, wer dafür die Verantwortung übernimmt. Und alle tun so, jetzt, das hören wir ja immer, jetzt werden wir erstmal in Ruhe analysieren und dann hören wir nichts mehr und es geht alles so weiter wie bisher, weil sie nämlich ratlos sind. Das geht nicht. Da muss jemand dafür gerade stehen, glaube ich. Aus meiner Sicht muss das Herr Habeck sein, wegen des Heizungsgesetzes. Der hat den Grünen das Kreuz gebrochen. Und der muss dann aufstehen und sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich gehe. Oder die beiden Parteivorsitzenden. An Neuwahlen glaubt aber in Deutschland eigentlich niemand, weil alle sagen, es würde keine der drei Parteien was bringen. Man würde auf jeden Fall beim nächsten Mal verlieren. Würden alle drei verlieren. Was bedeutet das also jetzt für die Aufarbeitung? Kann es irgendetwas anderes geben, um den Wählern trotzdem zu sagen, man hat das gehört, was da gestern an den eigentlich gemacht liegt wurde? es sehr nahe und wäre sogar in seinem Interesse, wenn Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellt. Die Ampelkoalition, sowieso schwer angeschlagen, geht ja in die Haushaltsverhandlungen. Da wird es noch mal sehr kompliziert, weil die Vorstellungen der drei Parteien sehr weit auseinander liegen. Da wird es viel Streit geben. Wenn der Kanzler angenommen, er würde im Bundestag die Vertrauensfrage gewinnen und würde gestärkt und die Koalition stünde beisammen, würde ihn das und die Koalition insgesamt nach vorne bringen. Aber so einfach sitzen bleiben und gucken, was jetzt passiert, ist sehr schlecht. Man muss dem Wähler auch zeigen, dass man was kapiert hat und dass man ein bisschen Mut hat, ein Risiko einzugehen. Schauen wir auch einmal auf den eigentlichen Wahlsieger. Das ist die Union gestern gewesen. Man muss aber sagen, da hätte mehr drin sein können. Vor allem, wenn die Ampel eben so extrem angeschlagen ist. Man konnte da jetzt nicht alle demokratischen Wähler auf sich vereinen. Ja. Was bedeutet das auch für Merz? Ja, Merz, erstmal haben Sie vollkommen recht. Die Union müsste in dieser Lage nicht 30% holen, sondern 38% mindestens. So, und das liegt natürlich, Merz ist ja mit Frau von der Leyen aufgetreten. Die sind beide beim Wähler unsympathisch angekommen, vor allem Merz. Merz hat ein Riesenproblem bei Frauen, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und Frau von der Leyen ist eine kalte Technokratin, die strömt überhaupt keine Wärme aus. Und wenn die beiden noch auf einem Plakat gemeinsam abgebildet sind, dann denken sich viele Wähler, was soll ich sonst wählen? Ich wähle mal CDU. Ja? Aber begeistert ist da keiner. Und die 30% sind kein großer Sieg, auch wenn die CDU vorne liegt. Wir werden heute und jetzt im Laufe der nächsten Stunde auch noch einige Statements hören. Sie werden das mit uns weiter begleiten. Vielen Dank erstmal für diese erste Einschätzung. Danke. Dankeschön.